Herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir befinden uns jetzt mitten in der erdverbundenen Energie des Steinbocks, aber man merkt schon ein wenig die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Fische, lieber Fisch. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Ja, und wir schauen mal, wie wird deine Dekade, lieber Fisch? Eine Karte für dich. Der Hierophant. Eine sehr ernsthafte Karte, eine ruhige, nachdenkliche Energie. Du wirst in dieser Dekade viel über das Leben nachdenken, über deine Beziehungen und wie du deine Beziehungen, wie du dein Leben gestalten möchtest. Der Hierophant ist wirklich eine Person, die sehr weise sein kann. Ein weiser Berater. Vielleicht wirst du auch Rat einholen oder jemand wird Rat von dir einholen wollen. Philosophische Gespräche jeglicher Art können sich ergeben. Und ja, du bist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und hast viele offene Fragen in dieser Zeit. Der Hierophant und du als Hierophant, dieser Mensch versucht, seinen inneren moralischen Kompass zu finden. Und wenn er den einmal gefunden hat, ist dieser Mensch auch bereit, nach diesem moralischen Kompass zu handeln. Also ethisches Handeln wird dir sehr, sehr wichtig sein in dieser Dekade. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du möchtest wirklich ein Fundament dir schaffen, was auch langanhaltend ist, etwas Nachhaltiges hat. Du möchtest wirklich hier einen moralischen Weg gehen, den du für richtig hältst und der auch dauerhaft Bestand hat. Du blickst hier auf lange Sicht, möchtest dir auch ein sicheres Fundament aufbauen. Stabilität. Und diese Karte sagt hier, dass es notwendig sein wird oder dass es dir helfen wird, wenn du dich in dieser Entwicklung, in diesem Prozess auch persönlich weiterentwickelst, wenn du transformierst. Wenn du auch mehr Raum für deine Vorstellungen, für deine Ziele dir einräumst. Du wirst sehr glücklich damit werden. Du wirst dich sehr erfüllt fühlen mit diesen hohen Werten, die du jetzt in dein Leben integrierst. Du wirst schnell merken, dass dir das Glück und Zufriedenheit geben wird und vor allem tiefe Verbindung zu deinen Mitmenschen, wodurch du in der Lage sein wirst, die Sonnenseiten des Lebens zu genießen und dich in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammen sehr wohl zu fühlen und das Glück mit diesen Menschen gemeinsam zu genießen. Eine sehr ernsthafte Dekade für dich, lieber Fisch, aber auch eine wichtige. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Ja, falls du schon jetzt weißt, um was es geht, was du hier umsetzen möchtest, wie du dein Leben gestalten möchtest, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du dich auf den Weg machst. Du kannst hier in dieser Hinsicht wirklich sehr viel Tatkraft zeigen, sehr viel Initiative zeigen und wirst mit
deinen Zielen wirklich durchstarten. Wenn du jetzt noch keine konkrete Vorstellung hast, worum es hier gehen könnte, dann könnte sich dieser Moment bald ergeben. Dann könnte im Laufe der Dekade wird sich etwas in deinem Leben verändern, wodurch du tatkräftig und voller Begeisterung dein Leben neu gestalten wirst oder anders gestalten wirst. Die vergangenen Wochen und auch vielleicht jetzt noch die Zeit, in der du das hörst, sind die Vorbereitungen für diesen neuen Weg, der vor dir liegt. Hier im Wagen ist auch angezeigt, dass es hier auch um wichtige Entscheidungen deinerseits geht. Du stellst die Weichen für dein Leben. In manchen Fällen kann es sich um eine tatsächliche Reise auch handeln, dass du in irgendeiner Weise tatsächlich eine größere Reise angehst oder einen Umzug oder eine andere größere Veränderung. Dann zeigt sich hier ein Ritter der Scheiben. Diese Karte kann sich auf dich beziehen oder eine Person in deiner Umgebung. Der Ritter der Scheiben ist Erdenergie. Vielleicht hast du es mit einem Erdzeichen zu tun, muss aber nicht unbedingt, aber könnte gut sein. Steinbock, Jungfrau oder Stier. Oder du hast es mit einer Person zu tun, die sehr viel Erdanteile aktuell zeigt. Oder, und das kann auch wechselwirkend sein, oder du musst hier als Ritter der Scheiben agieren und als so ein Mensch auftreten. Das könnte sehr gut sein, weil der Hierophant wird auch dem Sternzeichen Stier zugeordnet und ich finde, die Meereskröte hat auch sehr viel erdverbundene Energie. Der Ritter der Scheiben ist ein Mensch, der auch etwas in Bewegung setzt, ein Mensch, der mitten im Leben steht. Eine erdverbundene Person, die sehr realistische Ziele hat, sehr pragmatisch denkt und dieser Person ist Besitz und Wohlstand auch sehr wichtig. Das Materielle ist dieser Person wichtig. Man könnte auch sagen, also in Beziehungen ist der Ritter der Scheiben überaus zuverlässig und stabil, loyal, pflichtbewusst, wahrhaft ein Fels in der Brandung. Könnte natürlich sein, dass so eine Person einfach sehr, sehr wichtig wird und dich womöglich auf dieser Reise begleiten wird. Was denkt der Ritter der Scheiben? In manchen Fällen kann der Ritter der Scheiben auch die Welt der Arbeit repräsentieren. Vielleicht bezieht sich dieser neue Weg, diese neue Entscheidung auch auf eine berufliche Neuausrichtung in deinem Leben. Ja, dieser Ritter der Scheiben hat es aktuell nicht leicht. Aus irgendeinem Grund, entweder du als diese Person oder diese Person in deinem Umfeld, ist im Moment mit großen Unzufriedenheiten konfrontiert, hat irgendwie das Gefühl, dass es ihnen an Elan und Antriebskraft fehlt. Irgendwie fehlt dieser Person die Begeisterung an etwas und diese Person merkt jetzt, ich muss etwas in meinem Leben verändern. Ich kann so nicht weitermachen. Die Sorge ist aber da, dass also von diesem Ritter der Scheiben, dieser Mensch hat irgendwie auch Sorge, dass ihm dieser neue Weg nicht richtig zusteht, dass er diesen Weg nicht gehen darf. Aber das stimmt nicht. Das entspricht nicht der Wahrheit. Das entspringt aus
Erfahrungen aus der Vergangenheit, die es jetzt zu überwinden gilt. Gleichzeitig hat dieser Mensch hat auch das Gefühl, dass wenn er diesen Weg geht, dass er etwas aufgeben muss, dass er etwas verlassen muss, dass ihm etwas weggenommen wird vielleicht auch, dass er etwas verlieren könnte. Das macht diesem Menschen große Sorge. Ja, es ist jedoch, dieser Ritter der Scheiben steht vor einer großen Veränderung und einer großen Herausforderung, die viel von ihm abverlangt, aber letztendlich sicherlich sehr, sehr gut für diese Person ist. Wenn diese Person sich erstmal auf den Weg gemacht hat. Ja, entweder du als diese Person, entweder, ne, hast du dieses Problem im Moment oder dein Gegenüber. In der Vergangenheit ist dir etwas bewusst geworden. Dir sind neue Erkenntnisse gekommen, neue Ideen auch. Ähm, irgendwas hat sich für dich erhellt. Dir ist etwas eben klar geworden, wodurch du jetzt in dieser Situation dich befindest. Deswegen, aufgrund dieser neuen Erkenntnis, bist du eigentlich vom Herzen her fast schon gezwungen, einen Richtungswechsel einzuleiten. Das kann wirklich auch eine neue Weltsicht sein oder einfach wirklich ein Geistesblitz, etwas, was dir wirklich so ganz plötzlich klar geworden ist und dich einfach in eine neue Situation bringt. Hier zeigt sich auch erdverbundene Energie, besonders Jungfrau. Du bist sehr auf dich fokussiert in dieser Dekade. Du möchtest hier auch eine reife Entscheidung treffen. Du möchtest Verantwortung für dein Leben übernehmen. Du möchtest auch dich nicht aktuell in dieser Entscheidung möchtest du dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen und strebst danach, eine distanzierte Haltung einzunehmen zu dieser Angelegenheit, um Klarheit zu erlangen, um eine objektive, klare Entscheidung zu treffen. Ich kann dir wirklich sagen, wenn du dich auf diesen Weg begibst, wird es sehr, sehr gut für dich werden. Diese Karte hat das schon angezeigt, aber diese Karte zeigt das hier auch an. Hier zeigt sich das Ass der Scheiben und das sagt mir, dass dieser Weg, auf dem du dich befindest, und du spürst das schon im Unterbewusstsein, wird dir sehr viele neue Perspektiven bringen, auch und sehr viel neue Chancen, Geld zu verdienen, neue Chancen, materielle Sicherheit zu erlangen. Du lässt diese Möglichkeit noch nicht ganz zu oder du kannst den Weg kannst du noch nicht ganz klar vor Augen sehen, aber du hast hier eine Ahnung, dass das sich gewinnbringend für dich entwickeln wird. Ja, wenn es um eine Beziehung geht oder um ein familiäres Thema, sehe ich hier auch viel die Möglichkeit, emotionale Geborgenheit langfristig aufzubauen. Es ist ja auch möglich, eine stabile Beziehung, dass sich daraus aus dieser Situation eine stabile, langfristige Beziehung entwickelt. Am Anfang der Dekade, zwischen den 11. und 16. Januar, wirst du noch hin und her gerissen sein und mit dir selber zu kämpfen haben. Es ist aber keine destruktive Dynamik, es hat etwas Aufbauendes, es ist das Überlegen von verschiedenen Möglichkeiten, das Abwägen, der Streit in sich verschiedener Positionen, ne? Wenn es hier um eine familiäre oder partnerschaftliche Situation geht, könntest du auch diese Diskussionen
mit deinem Partner, mit deinen Familienmitgliedern, mit deiner Partnerin haben, dass es hier zu Reibereien kommt, dass man verschiedene Positionen hat und die durchdiskutiert. Das ist aber sinnvoll und notwendig, um hier eine gute Entscheidung zu treffen. Diese Diskussion, dieser Streit basiert auf Gleichberechtigung, basiert darauf, dass ihr letztendlich die gleichen Ziele habt. Und dass ihr euch jetzt aktuell aber so ein wenig aneinander reibt. Ne? Aber es ist eine zielführende Dynamik, wodurch sehr viel Energie entstehen kann, sehr viel Dynamik entstehen kann, sehr viel Wunsch und Wollen. Auch wenn du diesen Streit mit dir selbst, diese Diskussion, sagen wir lieber Diskussion mit dir selbst hast, ne? Auch dadurch kann sehr viel Energie entstehen. Es ist keine destruktive Entwicklung, aber es könnte halt zwischendurch ein bisschen anstrengend sein, ne? Oder es kann sich aber auch begeisternd anfühlen, je nachdem. Ne? Also diese Karte, wie alle Karten, ne, hat natürlich positive und negative Aspekte gleichermaßen. Das kann sich auch sehr reizvoll anfühlen. Es kann auch sich so äußern, dass du mit deinem Partner sehr viel flirtest. Aber ich sehe hier halt, es ist einfach eine ernste Situation. Deswegen glaube ich, es sind mehr so das Ausfechten verschiedener Positionen. Ne? Diese Karte kann auch eine leichte Energie sein, aber die anderen Karten sind halt schon so ernsthaft, so bodenständig, so realistisch. Und hier geht es um eine wirklich wichtige Entscheidung in deinem Leben, lieber Fisch. Aber hier, das ist eine sehr gute Karte, die diese Energie gut ausgleicht. Man kommt hier irgendwie zu fairen Kompromissen. Man kommt zu einem gewissen Gleichgewicht in den Beziehungen. Man kann hier gut etwas durchdiskutieren und hat ein gleichberechtigtes Verhältnis, ist auch in der Lage, gute Absprachen zu machen und im beruflichen Sinne ist es eine gute Karte, auch so um Verträge zu unterschreiben. Hier gibt es eine gewisse Gerechtigkeit, eine gewisse Ausgleichung. Du selber bist auch recht stabil. Ich sehe bei dir, dass es dir gelingt, dass du in deiner inneren Mitte bist, dass du hier einen ausgeglichenen Zustand erreichst. Und auf Basis dessen einfach ein gutes Urteilsvermögen hast. Du kannst im Moment sehr gute Entscheidungen treffen und das kommt dir zugute. Ich glaube immer mehr, wenn ich deine Karten sehe, dass du nicht der Ritter der Scheiben bist, sondern irgendeine Person in deiner Umgebung. Vielleicht musst du hier auch diese Entscheidung treffen, weil es dieser Person nicht gut geht. Ne? Vielleicht kommt diese Veränderung dadurch zustande, weil du merkst, dass es dieser Person nicht gut geht und dass sich irgendwas in dem Leben dieser Person verändern muss. Sowas könnte ich mir hier ganz gut vorstellen. Das ist fast die gleiche Karte wie die Ausgleichung und diese Karte ist auf deine sozialen Beziehungen gerichtet. Das unterstreicht das nochmal, wie gut die Kommunikation zwischen dir und deinen Mitmenschen funktionieren wird. Wahrscheinlich eben auch besonders zu diesen Ritter der Scheiben, dass es da eine tiefe Freundschaft gibt und vielleicht auch mehr als das. Eine tiefe Verbindung, eine gute Harmonie, ein ausgeglichenes Verhältnis, gute Kommunikation. Auch hier, diese Karte sagt auch, dass man gut Verträge unterschreiben kann, dass man hier auch verschiedene Positionen durchdiskutiert. Und dieser Prozess scheint mir wirklich sehr, sehr wichtig zu sein, um eine objektive,
reife Entscheidungen zu treffen, die du auch treffen möchtest, ne? Ich denke, du bist in dieser Diskussion, in diesem Entscheidungsprozess auch wirklich ein stabilisierender Faktor und sehr konstruktiv. Ähm, Dass du hier auch etwas Beruhigendes in diese Diskussion reinbringst, was halt dazu führt, dass man hier zu besseren gemeinsamen Entscheidungen kommen kann. Ja, du begrüßt diese Veränderung. Du möchtest auch, dass etwas wächst in deinem Leben, etwas aufblüht, vielleicht diese Beziehung. Ich sehe hier doch irgendwie einen starken zwischenmenschlichen Bezug, der auch familiärer Natur sein kann. Du möchtest, dass eben dein Privatleben sich mehr verankert und dass es sich schön gestaltet, dass es aufblüht. Wenn es um etwas Berufliches geht, dann erhoffst du dir auch eine angenehme Weiterentwicklung dieser Arbeit, dass sich das auch lohnen wird, alles, was du hier an Veränderungen einleitest. Ach, das ist so wunderschön. In der Verbindung mit den Sonnenbär, unterstreicht das nochmal sehr, sehr stark. Ab dem 16. Januar bis zum 20. wirst du eine herrliche Zeit erleben, eine wunderbare Zeit. Eine Zeit voller Liebesglück und Erfüllung, in der du dich sehr verbunden fühlen wirst mit diesem Menschen, höchstwahrscheinlich mit dem du hier diskutiert hast. Dir wird alles klar sein auch, alles wird offen sein. Diese Karten stehen schon sehr für Ehrlichkeit, für ein ehrliches, offenes Miteinander und das gipfelt in dieser Energie. Ne? Du wirst hier merken, wie ehrlich du zu dir selbst bist, aber auch wie ehrlich dein Gegenüber zu dir ist. Und das gibt dir so viel Vertrauen und Liebe und Glück. Hier wirst du in dieser Zeit wirklich die Sonnenseiten des Lebens genießen können, ne? Die Verbundenheit, freie und bedingungslose Liebe erleben. Also wirklich sehr, sehr schöne Karten hier, sehr schöne Energien. Dein ethisches Handeln, dass du hier deinen moralischen Kompass folgst, wird dich auf den richtigen Weg leiten und wird dir Glück und Erfüllung geben. Auch wenn es vorher gilt, eine schwierige Situation, diese schwierige Situation des Ritter der Scheiben zu lösen und einige schwierige Entscheidungen zu treffen und durchzudiskutieren, aber es lohnt sich. Es wird sich sehr, sehr positiv entwickeln. Das kann ich dir ganz deutlich sagen, lieber Fisch. Wirklich angenehme Karten. Es freut mich sehr, dass sich diese Dekade so angenehm für dich gestalten wird. Wir schauen mal, was die Mondenergie zu deiner Situation sagt, so abschließend. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Ja, absolut nicht, weil du bist hier in einer neuen Situation. Ne? Ass und zweimal das Ass hast du hier. Und die Situation, in der du bist, lässt sich nicht so einfach mit einer vergangenen Situation vergleichen. Lass dich nicht von Vergangenen auf bremsen. Das kann sich hier auch auf die 9 Schwerter beziehen. Das sind oft Erfahrungen und Glaubenssätze, die man in der Vergangenheit gelernt hat, die aber ihren Zenit überschritten haben und einfach nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr in dein jetziges Leben passen, die dich aber jetzt in dieser Situation auch bremsen können. Deswegen vertraue deinen moralischen inneren Kompass, vertraue dir selbst, ne? Bleib dir selbst treu und versuch so zu handeln, wie du es für richtig hältst. Damit bist du in dieser Dekade mehr als sonst auf den richtigen Weg. Ja, lieber Fisch, ich hoffe,
dass dich diese Legung inspiriert hat, dass sie dir gefallen hat. Ich wünsche dir eine wunderschöne, ähm, leichtherzige und beherzte Dekade. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.